In diesem Video werden wir die Regeln vom Streichen über die Schuhe und Socken lernen. Das Streichen über die Schuhe und Socken bei der Gebetswaschung Wudu gilt als eine Erleichterung im Islam. Wie? Das erfolgt durch das einmalige Streichen über den rechten Fuß mit der rechten Hand und über den linken Fuß mit der linken Hand. Dabei soll man die Finger spreizen. Man streicht den Bereich von den Zehen bis zum Beginn des Beines. Es ist erlaubt, über beide Füße gleichzeitig zu streichen oder mit dem rechten Fuß zu beginnen und dann mit dem linken Fuß. In dieser Angelegenheit ist Flexibilität gegeben. Bedingungen für diese Schuhe und Socken. Erlaubt ist das Streichen über die Schuhe und Socken, wenn sie die folgenden Bedingungen erfüllen. 1. Sie müssen rein von Unreinheiten sein. 2. Sie müssen den Fuß mitsamt der Knöchel bedecken. 3. Sie müssen nach einer vollständigen Gebetswaschung Wudu angezogen werden. Zeitspanne von Streichen. Die Zeitspanne für Streichen über die Schuhe und Socken beträgt einen Tag und eine Nacht für den Ansässigen und 3 Tage und Nächte für den Reisenden. Die Berechnung. Die Berechnung der Zeitspanne des Streichens über Schuhe und Socken beginnt mit dem ersten Überstreichen nach dem Brechen vom Wudu. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel für das Fajr-Gebet Wudu gemacht und die Socken angezogen hat und dann sein Wudu um 9 Uhr morgens gebrochen hat und dann um 12 Uhr mittags erneut Wudu gemacht und über den Socken gestrichen hat, dann beginnt die Berechnung der Zeitspanne vom Überstreichen ab 12 Uhr, nicht ab 9 Uhr. Das Streichen über die Schuhe und Socken gilt nur für den Zustand der kleinen rituellen Unreinheit, Hadath Asghar. Beim Zustand der großen rituellen Unreinheit, Hadath Akbar, ist jedoch eine Ganzkörperwaschung, Ghusl, erforderlich. Wer seine Socken auszieht oder wenn die Zeitspanne für das Überstreichen abgelaufen ist sein Wudu gültig, solange er nicht durch eine andere ungültige Handlung aufgehoben wird. Und wenn man erneut überstreichen möchte, muss er zunächst einen vollständigen Wudu durchführen, bei dem er seine Füße wäscht, dann die Socken anzieht und dabei die zuvor genannten Regeln beachtet.